Hallo zusammen und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video der BSEC, der Business School für emotionale Kompetenz. Im heutigen Video werdet ihr erfahren, dass ich nicht katholisch bin und was das mit dem Thema des neuen Videos zu tun hat. Also seid gespannt und seht selbst. Wie immer, let's go! Ja, jetzt wisst ihr schon Bescheid, ich bin nicht katholisch und trotzdem möchte ich euch heute die sogenannten 10 Gebote der Gelassenheit von Papst Johannes dem 23. sehr ans Herz legen. Ich lese euch das jetzt nicht alles vor, das werdet ihr mir nachsehen. Worum es mir aber geht, ist diese sehr geniale Formulierung, die Papst Johannes der 23. an jedem Satzanfang gewählt hat. Nur für heute. Ich finde, aus dieser Formulierung geht schon ganz viel Mindset von Entspannung und Gelassenheit aus. Nehmen wir mal den ersten Satz, den finde ich schon so total klasse. Nur für heute werde ich mich bemühen, nicht alle Probleme meines Lebens auf einmal zu lösen. Diese kleinen Schritte, das ist es, worauf es ankommt, und die helfen uns, Überforderung und ganz viel Frust zu vermeiden. Einverstanden? Das passt extrem gut zu einem Buch, was vor einigen Jahren mal sehr, sehr in Mode war und hoffentlich auch ein bisschen im Bewusstsein von uns allen bleibt, die 1%-Methode von James Clear. Hier geht es darum, dass wir wirklich auch in kleinen Schritten denken, und das Beispiel, was er am Anfang bringt, ist wirklich in meinen Augen total überzeugend. Machen wir uns klar, 2003 war die britische Rennradsport-Profimannschaft total in den Miesen, hatte überhaupt gar keinen Erfolg, sogar so wenig, dass tatsächlich Profi-Rennradhersteller dieser Mannschaft keine Räder verkaufen wollten, weil das ihrem Ruf geschadet hätte. Das Ende vom Lied ist, sie bekamen einen neuen Trainer, der ganz viele kleine Veränderungen und Schritte einleitete, zum Beispiel die Radreifen mit Alkohol einzureiben, weil das die Haftreibung oder die Reibung auf dem Boden verbesserte, neue Massagetechniken einzuführen und so weiter und so fort. Liest sich sehr, sehr spannend. Und das Ende vom Lied war, dass sie 5 Jahre später, 2008, auf der Tour de France mehrere Etappensiege eingefahren haben. Ich finde, das kann uns motivieren, kleine Schritte Stück für Stück auch in unserem Kontext, in unserem Alltag, auch im Business zu versuchen, anzustreben, statt uns ständig zu überfordern. Im Moment ist auch ein schwedisches Wort, lagom, in vielen sozialen Medien ziemlich auf dem Vormarsch, wo es auch um so etwas Ähnliches geht. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Was kann ich heute wirklich ganz klar schaffen? Was würde mich überfordern? Das streiche ich dann gleich wieder. Lagom. Nur für heute. Ich wünsche euch bis zum nächsten Video eine in diesem Sinne extrem erfolgreiche Zeit, bei der ihr üben könnt und erleben könnt, dass auch kleine Schritte euch zufrieden machen. Tschüss zusammen.